Hallo meine Lieben, ich hoffe euch allen geht's gut und ihr seid wohlauf und ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was ich für diejenigen machen könnte, die jetzt nicht so groß die Bastler sind und aber trotzdem irgendwas gebrauchen könnten, wo sie sich ein bisschen mit ablenken können. Und da dachte ich mir, naja, das Thema Handlettering, das habe ich eigentlich schon lange auf meiner Liste. Da gibt es tatsächlich auch schon eine Playlist auf YouTube dazu, aber drin ist einfach noch nichts. Und deshalb dachte ich mir, das wäre doch ein Thema, was vielleicht ein paar von euch auch gefallen könnte. Im heutigen Video geht es so ein bisschen um die Handlettering Basics. Dann werde ich euch auch gleich schon ein Video reinstellen zu Procreate für diejenigen, die das Ganze auf dem iPad machen möchten. Und ich werde euch auch schon ein Video reinstellen für die ersten 5 Buchstaben. Warum nur 5 Buchstaben? Naja, es ist ganz einfach so, dass Handlettering halt einfach sehr viel Übung braucht. Und damit ihr quasi so dieses Muscle Memory bilden könnt, müsst ihr die Buchstaben halt sehr oft wiederholen. Aber naja, es ist halt einfach eine gute Übung und ein guter Zeitvertreib im Moment. Ich werde zuerst ein paar Videos machen zum Brush Lettering. Das heißt, ihr kriegt die Buchstaben eben in 5er-Paketen. Dann werde ich eins machen mit den Zahlen. Dann kriegt ihr auch noch eins mit den ganzen Verschnörkelungen, Verzierungen, das Bouncing und natürlich auch die Konnektoren, damit ihr dann auch ganze Wörter bilden könnt. Und dann werde ich das Ganze auch für das Folk Calligraphy machen und dann auch noch was zur Blockschrift. Und eben mit den Basics starten wir gleich nach dem Intro. Also die Basis, und hier geht es mir wirklich darum, euch nicht ein vollumfängliches Handlettering-Tutorial zu geben, sondern einfach die Basics, damit ihr loslegen könnt und nicht erschrecken, weil jetzt hier ein iPad liegt. Ihr könnt es mit dem iPad machen, wenn ihr den Pen dazu habt, aber ich werde euch auch andere Mittel zeigen, dass ihr das wirklich auch auf dem Papier machen könnt. Das erste Thema ist, was ist Handlettering überhaupt? Wir unterscheiden einerseits die Handschrift, das Handlettering und die Typografie. Und die Handschrift ist ganz einfach das Schreiben von Buchstaben, das heißt das, was ihr eigentlich in der Schule auch gelernt habt. Das Handlettering ist das Zeichnen von Buchstaben. Hier Unterschied, ne? Schreiben, Zeichnen. Und die Typografie per se ist das Setzen von Buchstaben. Das heißt, wir haben einfach einzelne Buchstaben, die aneinander gesetzt werden, wie früher mit der Schreibmaschine zum Beispiel, ne? Und so ein Wort entsteht. Ich werde euch 3 verschiedene Arten von Handlettering zeigen. Das eine wird das Brush Lettering sein. Was das ist, komme ich gleich dazu. Die Folk Calligraphy, wo ihr quasi nur simuliert, wie ihr das Brush Lettering machen würdet. Und dann zeige ich euch noch so ein bisschen, wie ihr mit Blockschrift auch Variationen erzielen könnt. Hier geht es einfach darum, dass ihr euch einfach mal die Basics aneignet und dann eure eigene Schrift quasi daraus entwickelt. Es ist immer gut, zuerst eine Basis zu haben und dann könnt ihr wirklich das so entwickeln, wie das euch am besten gefällt. In den einzelnen Videos werde ich euch jeweils zeigen, wie die einzelnen Buchstaben gemacht werden. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, eben zuerst fürs Brush Lettering und dann für die Folk Calligraphy und dann noch für die Blockschrift. Und da geht es wirklich darum, nicht, dass ihr das nur einmal macht und denkt so, ja, habe ich, sondern macht euch da wirklich eine Vorlage und übt diesen einzelnen Buchstaben mehrmals. Ich habe hier eine komplette A4-Seite, wo ich einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Wirklich so, dass sich eure Handmuskulatur das memorisiert und dass ihr da beim Schreiben dann gar nicht mehr überlegen müsst, wie ist der einzelne Buchstabe, wie muss der geschrieben werden, sondern dass ihr das einfach abrufen könnt. Von dem her Credo hier üben, üben, üben. Jetzt was braucht ihr, damit ihr das üben könnt? Das eine ist, wenn ihr das mit Stiften machen wollt, also wenn ihr es nicht auf dem iPad macht, sondern wirklich mit Stiften auf dem Papier, das ist ein ganz normales Kopierpapier,
was ich im Drucker, für den Drucker verwende. Und da habe ich ganz einfach 4 Linien gezeichnet, 2 fette und 2 gestrichelte. Und da habt ihr einfach auf dem Blatt immer wieder wiederholt. Und diese 4 Linien sollten einfach denselben Abstand haben. Und dann habt ihr eine wunderbare Vorlage, um das zu üben. Und fürs iPad habe ich es einfach so gemacht, dass ich mir kurz ein Foto davon gemacht habe und das dann einfach als Hintergrund hinterlegt habe. Da könnt ihr dann ganz einfach unter Aktionen ein Foto einfügen, das aufs iPad nehmen. Die Applikation oder das Tool, was ich hier gerade offen habe, das nennt sich Procreate. Ich will aber dieses Video hier nicht zu lange werden lassen und deshalb werde ich für diejenigen, die auch mit dem iPad arbeiten wollen, werde ich noch ein separates Video zu Procreate machen. Ist echt ein billiges Tool per se, das kostet irgendwie $20 einmalig und dann habt ihr das auf eurem iPad und es eignet sich halt einfach extrem gut für das Brush Lettering oder überhaupt für das Hand Lettering. Dann, was ihr des Weiteren braucht. Beim iPad habt ihr den Schreiber quasi schon dabei und ihr könnt hier wunderbar aus verschiedenen Stiften aussuchen. Gucken wir uns das mal mit den normalen Stiften an. Das Grundprinzip beim Hand Lettering ist ja, ich gehe dick runter, also mit Druck und komme fein hoch. Dick runter, fein hoch. Oder fein hoch, dick runter. So, das wäre so mit so einem Pinselstift. Versuchen wir das Ganze noch mit dem Tombow. Mit Druck runter und fein hoch. Oder eben fein hoch und mit Druck runter. Das waren jetzt die Pens, die ihr braucht für das Brush Lettering. Und das Brush Lettering ist ganz ehrlich gesagt auch eines der, was ihr am meisten seht, wenn man von Hand Lettering spricht. Wenn ihr die Faux-Kalligraphie macht, dann reicht es, wenn ihr hier so einen Fineliner habt, in was für einer Form auch immer, weil damit könnt ihr auch die Faux-Kalligraphie machen. Wie das aussieht, zeige ich euch gleich. Und für die Blockschrift, da ist es echt unterschiedlich, je nach Effekt, den ihr erzielen wollt. Ihr seht es dann, das könnt ihr mit unterschiedlichen Stiften machen. Beim Brush Lettering ist es wirklich wichtig, die Haltung. Das heißt, dass ihr eine lockere Hand habt und dass ihr den Pinsel, quasi hier ist es jetzt der Pen, aber den Pinsel, den haltet ihr so, dass sich Daumen und Zeigefinger quasi küssen und dann habt ihr hier quasi einen 45-Grad-Winkel, während ihr schreibt. Das ist eine. Das andere ist auch der Körper. Ne? Sitzt entspannt vor dem Blatt. Man hat immer so, wenn man sich anfängt zu konzentrieren, hat man dann so die Tendenz, dass man versucht, ins Blatt reinzukriechen. Guckt da wirklich darauf, dass ihr eine gute Körperhaltung habt, damit das Ganze dann auch entspannend ist und ihr euch nicht noch mehr verkrampft. Ne? Stift, wie gesagt, 45 Grad Winkel, Daumen und Zeigefinger quasi so. Dann ist es beim Brush Lettering immer so, dass der Strich von oben nach unten, der sogenannte Downstroke, ist fett. Und sobald ich hochgehe, werde ich wieder dünn. Somit ist auch der Upstroke, nämlich der Strich nach oben, ist jeweils dünn. Das ist eigentlich der größte Teil, was diese Schrift ausmacht. Und das Schöne eben mit dem Pen auf dem iPad, da könnt ihr, das ist ja mittlerweile so sensitiv, dass es auch merkt, wie viel Druck ihr da ausübt. Von dem her, ihr könnt es auf Papier oder auf dem iPad machen. Dann ist es immer gut, wenn ihr, bevor ihr wirklich anfangt, dass ihr Aufwärmübungen macht. Und da gibt es unterschiedlich. Sie würde damit anfangen, dass ihr wirklich eben diesen Downstroke einfach mal macht, um dann Gespür zu kriegen, wie fest ihr drücken müsst. Dann so ein paar Zeilen mit den Upstrokes, um auch da ein Gefühl dafür zu bekommen.
Und dann das Prinzip, was ich vorhin schon geübt hatte, ist so diese Downstroke mit dem dünnen Upstroke zu verbinden. Ne? Dicker Downstroke, dünner Upstroke. Dicker Downstroke, dünner Upstroke. Und das quasi wirklich ein paar Mal wiederholen. Und dann geht ihr in die andere Richtung, nämlich zuerst den dünnen Upstroke und dann den dicken Downstroke. Dünn hoch, dick runter. Dünn hoch, dick runter. Das wirklich immer wieder wiederholt. Dann könnt ihr anfangen zu verbinden. Das heißt, dick runter, dann Druck nachlassen und wieder hoch. Also hier nicht aufs Mal, sondern also den Druck nicht sofort loslassen, sondern das soll so fließend sein. Ne? Dick runter und dann fange ich an, den Druck loszulassen und gehe dünn hoch. Druck loslassen und hoch. Und das genau geht es darum, bei diesem Element zu üben. Dann in die andere Richtung, das heißt, ich gehe zuerst mit wenig Druck hoch und dann gebe ich Druck dazu. Wenig Druck hoch und dann erhöhe ich den Druck. Wenig hoch, dann erhöhe ich den Druck. Na, dieses Element. Und dann auch mit dünn oder mit wenig Druck anfangen, mehr Druck aufgeben, wenig aufhören. Also so, ne? Wenig Druck, wenig Druck, Druck erhöhen, Druck loslassen. Wenig Druck, Druck erhöhen, Druck loslassen. Na, diesen Effekt. Das sind gute Übungen, bevor ihr überhaupt startet, jedes Mal und wirklich nicht nur beim ersten Mal, wenn wir zum A kommen, sondern jedes Mal, wenn ihr anfangt, wieder an dem Tag zu schreiben oder dieses Handlettering zu üben, macht diese Übung einfach einmal durch, damit sich eure Hand so ein bisschen dran gewöhnt. Das ist das. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Brushlettering geredet und ich habe aber auch gesagt, ich werde euch auch Videos machen für die Vokaligraphie. Was das eigentlich heißt, das heißt, es ist eine falsche Kalligraphie. Falsch in dem Sinne, dass ich zeichne mir einen Buchstaben mit einer Linie nur und dann gehe ich einfach hin und füge quasi die Elemente hier, diesen dicken Bogen füge ich nachträglich noch dazu und dann färbe ich nachträglich quasi diesen dazugefügten Bogen dazu aus. Und so sieht es dann aus, als ob ich das mit einem Brushpen gemacht hätte. Es ist per se nicht wichtig, ob ihr diese Verdickung der Stammlinie auf der rechten oder auf der linken Seite macht. Wichtig ist nur, dass wenn ihr die Wörter schreibt, genug Platz zwischen den einzelnen Buchstaben lasst, damit ihr diese Erweiterung oder dieses Verdicken überhaupt machen könnt. Das ist das, was ich euch zu der Vokaligraphie sagen wollte. Dann kommen wir auch schon zu das, was wir dann bei der Blockschrift machen werden. Beim Handlettering ist es, und das ist wirklich eine absolute Basis, ne? Man nennt so diese untere Linie, wo das Ende von allem, was der Buchstabe beinhaltet, heißt Basislinie, das Ende da drauf und der höchste Punkt, diese Linie wird Versalhöhe genannt. Und dann haben wir zwischendrin die Querbalken. Und wenn ihr damit anfangt zu spielen, wie ihr zum Beispiel mit dem H, ne, wenn ihr quasi die Querbalken immer auf der oberen Linie macht, kriegt das einen ganz anderen Effekt, als wenn ihr die immer unten macht. Oder eben in der Mitte. Das sieht dann da schon wieder anders aus. Und hier spielt man wirklich mit genau diesen Elementen. Oder ein anderes Thema, mit was ihr dann auch spielen könnt, ist das Sans Serif und das Serif. Weil das Sans Serif ist das, wo ich diese kleinen Striche hier, das sind die Serifs. Und da gibt es Schriftarten, die so gemacht werden und solche, die eben ohne gemacht werden. Da könnt ihr auch spielen. Oder ihr könnt auch das, was wir vorhin mit der Vokaligraphie gemacht haben, ne, auch das könnt ihr hier machen mit so Serif zum Beispiel. Also hier, da könnt ihr echt super viel spielen und quasi eure eigene Schrift entwickeln.
Und es macht auch wirklich super Spaß. Und das ist genau der Grund, warum man es eigentlich Zeichnen nennt. Das heißt, man bildet mit einem Wort quasi ein Bild, was man zeichnet und eben nicht ein Wort, das man schreibt. So viel zur Blockschrift. Und dann noch ganz zum Schluss wollte ich euch sagen, was werden wir in den Videos jetzt machen? Also hier ging es mir wirklich darum, absolute Basics einfach kurz zu zeigen. Ich werde zuerst mit dem Brush Lettering starten und euch da jeweils 5 Buchstaben pro Video geben. Und das mache ich nicht, weil ich irgendwie hier fies sein will, sondern es geht einfach darum, dass ihr euch die Zeit nehmt, diese Buchstaben wirklich zu üben, damit die eben dieses Muscle Memory passieren kann. Von dem her immer 5 Buchstaben pro Tag und dann werde ich euch noch auch das Zahlenset geben von 1 bis 9 mit der 0, damit ihr das üben könnt. Und dann gehen wir, wenn wir die Themen durch haben, gehen wir zu den Konnektoren. Das heißt, wie könnt ihr dann die einzelnen Buchstaben miteinander verbinden? Wie könnt ihr Verschnörkelungen hinzufügen? Wie könnt ihr bouncen? Bouncen heißt, was wir hier mit den Linien machen, ist ja, wir versuchen das alles auf gleiche Höhe zu bringen, einfach um reinzukommen ins Thema. Beim Bouncing ist es dann so, dass ich wirklich die einzelnen Buchstaben unterschiedlich anlege. Das heißt, ich kann einen großen, dann kann ich den A zum Beispiel nur auf dieser Linie zeichnen oder hier nur auf der oberen. Also hier könnt ihr dann ein schönes Spiel auch reinbringen durch dieses Bouncing und dann gibt es auch viele Möglichkeiten, wie man diese Buchstaben dann auch noch verzieren kann. Da werde ich euch ein bisschen was zeigen und eben starten werden wir mit dem Brush Lettering, dann komme ich zu der Faux-Kalligraphie und dann gehen wir rüber zur Blockschrift. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was soll ich dann damit, wenn ich das Ganze, wenn ich das jetzt gelernt habe, was stellt man damit an? Ihr könnt super schöne Designs machen, um hier einfach Sprüche zu gestalten. Ihr könnt damit, keine Ahnung, Etiketten man kann die ganze Wohnung damit beschmücken, quasi, wenn man einfach Sachen mit schönen Schriften dann verzieren kann. Ich verwende es häufig auch für das T-Shirt bedrucken. Also das heißt, ich entwerfe zuerst etwas, bringe das dann auf den PC rüber und schneide dann das mit einer Flexfolie aus und bringe es so auf ein T-Shirt. Auch das sind Möglichkeiten. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist zum Beispiel Geschenkverpackungen. Das heißt, ich habe ich habe ein Packpapier quasi genommen, wirklich super langweiliges Packpapier und habe dann mit Farbe drauf Schriften draufgebracht oder Sprüche draufgebracht und so kriegt es einen super schönen Effekt und es ist halt einfach handgemacht. Also Ideen gibt es tausende. Meine Idee, warum ich diese Videos mache, ist einfach, um euch hier was an die Hand zu geben, was ihr in diesen Tagen, wo es wirklich besser ist, zu Hause zu bleiben, halt einfach euch beschäftigen könnt und mit den Gedanken auch mal ein bisschen anderswo zu sein als bei diesem Virus und was es alles mit sich bringt. Von dem her, das ist mein kleiner Beitrag. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und die Informationen waren hilfreich und ihr bleibt dabei und taucht mit mir ins Thema Handlettering ein und wenn das so ist, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald!